Willkommen zum dritten Teil des Projektes Komatsu Forest Joysticks für den Landwirtschaftssimulator. Heute kümmern wir uns darum, dass die Daten, die wir in der letzten Folge ausgelesen haben, auch im Spiel ankommen und die Maschinen bewegen. Dafür brauchen wir erst einmal eine Bibliothek für den Arduino. Leider habe ich beim Kauf des UNO R4 Mini mal nicht darauf geachtet, dass dieser auf einer neuen Prozessorarchitektur basiert und somit mit den meisten bestehenden Bibliotheken inkompatibel ist. Letztlich habe ich doch eine gefunden, die Joystick-Win-Bibliothek. Diese hat allerdings den Nachteil, dass sie extrem langsam ist und eigentlich unbrauchbar, da sie mit einer Verzögerung von ein paar Sekunden reagiert und oft Tastendrücke auch gar nicht erkannt werden. Ich musste also eine Entscheidung treffen. Entweder ich kann mein jetziges System behalten und habe eine schlecht funktionierende Bibliothek, oder ich muss mir einen neuen Arduino besorgen, der die alten Bibliotheken unterstützt, der hätte dann wiederum aber kein CAN-Modul integriert. Ich habe mich für letztere Möglichkeit entschieden und somit habe ich wieder mal ein paar Teile bestellt, unter anderem den Arduino Leonardo sowie das CAN-Bus-Modul MCP2515. Die Verkabelung aus der Box zu entfernen war ein wenig umständlich, trotz dessen, dass noch relativ wenige Kabel verbaut waren. Da der Arduino Leonardo eine Micro-USB-Buchse anstatt USB-C verbaut hat, musste ich auch ein anderes Kabel verwenden. Das neue ist etwas dünner und lässt sich besser in das Gehäuse einbauen. So sah das dann nachher aus. Das Relais ist wieder am richtigen Platz und der MCP2515 ist auch eingebaut. Das bestehende Programm musste ein wenig verändert werden, da die alte CAN-Bus-Bibliothek nun nicht mehr kompatibel ist. Ich verwende hier die Arduino MCP2515 Library von AutoWP. Zum Anfang müssen hier ein paar Sachen konfiguriert werden, wie beispielsweise die Übertragungsgeschwindigkeit und der Modus des MCP2515. In der Dokumentation kann man gut nachlesen, wie die Bibliothek funktioniert und wie man die Daten auslesen kann. Man muss also einen CAN-Frame anlegen, in den die Daten dann pro Ausführung der Hauptprogrammschleife reingespeichert werden. Hier im Code müssen auch noch ein paar Sachen angepasst werden, die sich beim Wechsel auf die neue Bibliothek geändert haben. Beim Hochladen gab es allerdings dieses Problem, das ich lösen konnte, indem ich eine ältere Version der IDE verwende. Der Fehler hatte aber keine Auswirkung auf die Funktion des Codes. Allerdings kam auch keine Nachricht mehr vom CAN-Bus rein. Bei diesem Problem hatte ich wirklich Schwierigkeiten, den Grund herauszufinden. Es könnte alles sein, es gibt keine Fehlermeldung oder sonst einen Hinweis darauf, warum das nicht funktioniert. Ich hasse sowas. Schließlich funktioniert es aber damit, dass ich die Frequenz des Schwingquarzes auf dem MCP2515 auf 8 MHz gesetzt habe. Dann habe ich noch die restlichen Taster vom rechten Joystick hinzugefügt und unnötige Print-Anweisungen entfernt. Die Arrays für die Taster habe ich global deklariert, damit man von überall im Code darauf zugreifen kann. Die Daten von den Joystick-Achsen habe ich ebenfalls in Arrays gespeichert, damit der Code etwas aufgeräumter und übersichtlicher ist. Da ich jetzt ein Arduino basierend auf dem ATmega 32U4 verwende, kann ich auch meine favorisierte Joystick-Bibliothek importieren. Buttons Last ist ein Array, das mir Auskunft über die Werte der Buttons aus dem letzten Schleifendurchlauf gibt. So kann ich erkennen, ob sich der Wert eines Buttons ändert. Mit Set-Button kann ich einen virtuellen Button drücken lassen. Das mache ich hier jedes Mal, wenn ein Knopf am Joystick gedrückt wird. Den Index gebe ich dafür direkt aus der Schleife mit. Mit SenseState sendet die Bibliothek die gedrückten Knöpfe an den Windows-Treiber. Hier ist es sinnvoll, SenseState nur so wenig wie möglich zu nutzen, da jedes Senden Zeit braucht. Ich wollte zunächst nur senden, wenn ein Knopf gedrückt wird. Es muss allerdings sowieso jeden Schleifendurchlauf gesendet werden, da die Bewegung der Joystick-Achsen ja auch übertragen werden soll. Das habe ich später geändert, sodass es nur noch eine SenseState-Anweisung am Ende der Hauptschleife gibt. Auch benötigt der Treiber für die Achsen Werte zwischen 0 und 1024 statt -1 und 1, weshalb ich hier bei den Werten für die Achsen noch ein wenig rumrechnen musste. Erst hatte ich geplant, die 4 Wegetaste als Head-Switches umzusetzen. Das hat sich allerdings als nicht sehr praktisch herausgestellt und so habe ich die 4 Wegetaste noch zu den Arrays für die normalen Taster hinzugefügt. Nun konnte ich das zum ersten Mal in den Windows-Systemeinstellungen testen und siehe da, es funktioniert super. X- und Y-Achse ist der linke Joystick, Z-Achse die Lenkung, X- und Y-Rotation der rechte Joystick und Z-Rotation ist die Wippe hinten am rechten Joystick für das Teleskop. Die Buttons funktionieren auch alle einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch der Schalter, um den Modus umzuschalten. Den Befehl baue ich hier unten ein, wo auch die LED gesteuert wird. Das hier ist noch Button 43, das hat sich im Endeffekt noch geändert, da ich die 4-Wege-Schalter ja wie gesagt nachher anstatt mit Head-Switches mit normalen Buttons realisiert habe. Jetzt ist der Modusschalter Button 60.
Da die Windows-Ansicht nur 32 Buttons unterstützt, bin ich auf die Website Hardware Tester gegangen. Dort kann man auch die restlichen Buttons sehen. Hier war der Modusschalter immer noch die 43, also nicht wundern, dass der hier permanent gedrückt ist. Damit im Spiel nachher auch der Name des Gerätes passt, ändere ich in dieser Datei hier den Namen des Arduino Leonardo zu Komatsu Forest EME Joysticks. Der Name wird jetzt überall angezeigt, beispielsweise auch hier in der Systemsteuerung. Damit ist praktisch der Name des Leonardo ersetzt, also alle Boards dieses Modells, auf die später eine Software hochgeladen wird, würden ebenfalls so heißen. Deswegen ändert man das nach dem Hochladen der finalen Version am besten zurück. Dann konnten die Geräte tatsächlich das erste Mal im Spiel getestet werden. Das war schon eine tolle Erfahrung, die Hebel erstmals auszuprobieren. Die Steuerung ist sehr flüssig und hochauflösend, da die Achsen aus Hall-Effekt-Sensoren anstatt von Potentiometern bestehen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Nächstes Mal kümmern wir uns um die Beleuchtung der Joysticks. Der Teil hat mich echt Nerven gekostet, verpasst das auf keinen Fall. Danke fürs Zuschauen, liken, teilen und kommentieren nicht vergessen und bis dann.